Auch Tiere machen in sozialen Netzwerken wie Instagram, Meta, TikTok und Co. Karriere. Die Videos der Petfluencer sind oft vermeintlich lustig und werden millionenfach geklickt. Weit verbreitet sind beispielsweise Videos, in denen Haustiere Missgeschicke erleben oder Challenges bestreiten, zum Beispiel die Gurken-Competition. Hier werden Gurken hinter eine Katze gelegt. Sobald die Tiere die Gurke entdecken, erschrecken sie sich, springen in die Luft und könnten sich verletzen. Worin liegt nun der Reiz, solche Videos zu schauen? Das wollen wir von Usern wissen. Jesus Christ, ich find's lustig. Man guckt sich das an, also ich nehme das passiv mit. Also nicht, dass ich das gezielt suchen würde, aber ja klar, man sieht ihn natürlich. Der Mensch ist neugierig und sensationsgierig und deswegen denke ich, dass das interessant für die Menschen ist. Weil Tiere süß sind, das ist halt genau das gleiche wie Babys und sowas. Das ist halt, im Internet wird das halt geklickt. Wenn Tiere erschreckt werden und sich darüber dann lustig gemacht wird quasi, wenn das der Spaß an dem Video ist, dann finde ich das absolut verwerflich und denke mir auch nur, das muss nicht sein. Wo hört das harmlose Zeigen von Tieren im Netz auf und wo fängt Tierquälerei an? Wiebke Plasse von der Welttierschutzgesellschaft warnt vor verstecktem Tierleid zugunsten des Social-Media-Hypes. Tierleid ist auf jeden Fall gegeben, wenn ich sehe, dass das Tier leidet. Wenn ich sehe, dass es diesem Tier nicht gut geht, weil es Unwohlsein, Schmerzen und so weiter hat, dann ist das keinesfalls ein Inhalt, über den ich lachen sollte und der mir zur Unterhaltung dienen sollte. Auch wenn bei einigen Videos nicht offensichtlich klar ist, ob die Tiere während der Aufnahme leiden mussten, gilt für die Welttierschutzgesellschaft im Zweifel für das Tier. Tätowierte Katzen haben Schmerzen beim Stechen. Sich im Anschluss über den Style der Katze zu amüsieren, würde dem Tierschutzgedanken widersprechen. Und noch ein bedenklicher Trend verschafft eine Menge Klicks. Wir sehen sehr, sehr viele Videos von kleinen Äffchen beispielsweise, die als Haustiere gehalten werden und quasi wie Kinder behandelt werden. Sie werden verkleidet, sie werden gefüttert, sie werden gepampert. Und das ist natürlich erstmal niedlich anzusehen. Das kann ich sehr gut verstehen als Nutzerin und als Tierfreundin. Allerdings schaffe ich damit eine Normalität für die Haltung von Wildtieren in Haustierhaltung. Und ein Wildtier gehört einfach nicht in Menschenhand. Eine ganz besonders perfide Art der Darstellung von verdecktem Tierleid wird immer beliebter: die inszenierte Tierrettung. Vor allem sogenannte Pet-Influencer generieren damit hohe Klickzahlen und Werbeeinnahmen. Wir beobachten bei diesen sogenannten inszenierten Rettungen, auch als Fake Rescues bekannt, dass wirklich ganz gezielt Tiere in diese Situation gebracht werden, um dann gerettet zu werden, um ein schönes, klickbares, likebares Video zu generieren und daraus eben Geld zu schöpfen. Es gibt mittlerweile immer mehr soziale Netzwerke, die auch die inszenierten Rettungen in ihre Gemeinschaftsstandards aufgenommen haben und somit die Erstellung und Verbreitung verbieten. Es wird aber noch nicht konsequent umgesetzt. Das heißt, hier müssen die Netzwerke noch viel stärker anhand sich bestimmter Leitfäden und Indizien auch mit den Videos beschäftigen. Wir haben bei den sozialen Netzwerken nachgefragt, warum solche Videos online sind. Meta und Instagram antworten uns, dass die Videos nicht eindeutig gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen würden. Man aber verstehe, dass die Inhalte verletzend sein könnten und sie sich deshalb regelmäßig mit Tierschutzorganisationen austauschen würden. Sie appellieren an User und Userinnen, vermeintlich lustige Videos oder auch Rettungsaktionen gar nicht erst anzuklicken. Unser Motto lautet: keine Likes für Tierleid, was bedeutet, dass ich am besten gar keine Reaktion zeigen sollte. Denn jegliche Reaktion, auch Dislikes, sofern das Netzwerk es zulässt, spielen dem Algorithmus in die Hände. Das heißt, ich verschaffe diesem Inhalt weitere Reichweite. Wir sagen wirklich, dass man gar nicht öffentlich reagieren sollte, sondern direkt an die ModeratorInnen-Teams melden sollte. Denn Spaß und Unterhaltung hören immer dann auf, wenn hinter der Kamera Tiere womöglich leiden, gestresst sind, Angst verspüren oder sie ganz bewusst in brenzlige Situationen gebracht werden.